euer Simon hier. Es ist Samstag, wir haben Thema Supplements. Ich stehe in einer kleinen Supplement-Ecke und es gibt wieder ein sehr, sehr informatives, spannendes Video zum Thema Supplements. Und heute so ein bisschen eher die Kategorie Supplements oder Supplement-Kategorien, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, die nicht schlecht sind. Es gibt schlechte Supplements. Bei mir auf dem Channel gibt es tatsächlich auch Videos über Supplements, die gar keinen Sinn machen, wie zum Beispiel meiner Meinung nach, ich muss immer sagen, dazu meiner Meinung nach, irgendwelche Testo-Booster gibt es Videos, irgendwelche Beef-Proteine zum Beispiel oder irgendwelche Detox-Teas, die einfach etwas versprechen, was sie nicht halten können, die einfach keinen Sinn machen. Heute geht es um Intra Workout Supplements und insgesamt um Supplements ins Training oder für das Training, in der Zeit des Trainings. Sind die sinnvoll? Möchte ich mit euch heute so ein bisschen besprechen. Gibt es vielleicht Wirkstoffe, die im Training tatsächlich Sinn machen, oder ist das Ganze völliger Quatsch? Oder gibt es vielleicht nur ganz spezielle Leute oder ganz spezielle Ziele, bei denen das einfach oder wo das einfach sinnvoll ist? Und ja, dieses letzte, was ich gesagt habe, das ist ungefähr so. Also es gibt ganze Intra-Workout Supplements. Also es ist eine Kategorie Supplements, die sozusagen versprechen, oder was sollen sie eigentlich tun? Die versprechen Muskelschutz und eine bessere Performance, und die sollen den Körper während des Trainings versorgen mit Dingen, die er während des Trainings braucht. Gucken wir uns das Ganze einfach mal ein bisschen an. Sind meistens Gemische aus Aminosäuren, also ich sag mal, die schlechteren meiner Meinung nach haben dann meistens nur BCAAs. Würde ich nicht empfehlen, weil nur BCAAs für den Muskelschutz reichen nicht aus, wenn ihr vorher auch überhaupt eure Aminosäurenspeicher nicht gefüllt habt. Ihr solltet schon dann eher auf essentielle und alle semi-essentielle und essentielle Aminosäuren zugreifen, wenn ihr einen Muskelschutz gewährleisten wollt. Komme ich aber gleich zu dem Thema, komme ich gleich noch. Aber meistens, wie gesagt, sind Aminosäuren da für den Muskelschutz. Dann sind meistens recht viele Kohlenhydrate drin, recht viele sehr, sehr schnelle Kohlenhydrate, die im Training sofort verfügbar sein sollen für mehr Kraft, das versprechen sie. Und sind meistens irgendwie Mineralstoffe und ein paar Vitamine mit drin, einfach weil ihr tatsächlich ja auch Mineralstoffe und so weiter ausspült über den Schweiß im Training, und die sollen den Körper praktisch ja wieder aufladen. Ich sage es ganz einfach, aufladen mit Mineralstoffen, die er praktisch im Training verliert. Klingt alles eigentlich ganz spannend. Und es gibt tatsächlich Studien, das ist ganz, ganz wichtig, es gibt tatsächlich Studien, die darauf hindeuten, die das nicht belegen, aber die darauf hindeuten, dass, und die decken sich absolut auch mit meiner Erfahrung, dass man zum Beispiel, wenn man gefastet im Training ist und auch längere Zeit vorher vielleicht nicht viel gegessen hat oder nicht viel ausreichend Eiweiß konsumiert hat, ist die Gefahr von Muskelabbau da. Das heißt, Muskulatur wird verbrannt für die Energiegewinnung. Da gibt es ganz spannende Studien auch zum gefasteten Cardio und so weiter, die darauf hindeuten, dass man eben Muskulatur verliert. Werden aber auch wahrscheinlich ganz viele wissen, die einfach sehr, sehr wenig essen und viel trainieren und nicht ausreichend für Eiweiß sorgen, die werden tatsächlich Muskeln verlieren. Das ist ein Punkt, das ist ganz, ganz klar. Ja, kommen wir mal zu diesem Punkt. Muss man aber deswegen essentielle Aminosäuren direkt im Training konsumieren? Und das ist mein ganz, ganz, ganz klares Nein. Ganz, ganz klar. Es gibt Pre-Workout-Supplements, wie zum Beispiel meins, der der ist absichtlich, und das ist nicht nur Werbung, sondern ich habe absichtlich eben alle essentiellen Aminosäuren mit reingepackt für Leute, das ist ganz wichtig, für Leute, die eben vorher nicht eiweißreich gegessen haben und auch vielleicht eine längere Zeit vorher, so wie ich zum Beispiel, aus einer Fastenzeit gekommen sind. Ich mache so ein bisschen die Renegade, das wissen wahrscheinlich alle. Das heißt, ich esse vorher meistens sehr, sehr wenig, ein bisschen Eiweiß, und dann einfach vorher, um eben diese Gefahr zu verhindern, trinke ich den Pre und habe da ein paar essentielle Aminosäuren mit drin. Oder ich trinke einfach ein paar EAAs vor dem Training. Ihr könnt auch selbstverständlich im Training EAAs konsumieren. Ihr könnt aber auch, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ihr könnt einfach auch 2-3 Stunden vorher einfach gut und eiweißreich essen. Damit habt ihr eure Aminosäurenspeicher gefüllt. Wenn ihr ein hochwertiges Eiweiß nehmt, ich würde eben nicht direkt vorher essen, weil eben dann der Bauch voll ist. Deswegen haben solche EAAs und solche trinkbaren Produkte absolut ihre Daseinsberechtigung, weil sie eben nicht schwer im Magen liegen. Sie sind schwer und sie sind schnell verdaulich, sie sind schnell für den Körper verfügbar. Wenn ihr vorher euch irgendwie da irgendein eiweißreiches Meal reinhaut, dann ist einfach der Körper mit der Verdauung beschäftigt im Training, und deswegen mag ich es zum Beispiel nicht, und deswegen fällt eher die Leistung runter, wenn ihr vorher wirklich viel esst. Deswegen sind solche Sachen gut. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch euren Speicher einfach 2, 3, 4 Stunden vorher füllen, ohne Probleme, und dann ist der Speicher voll, und dann braucht ihr theoretisch keine EAAs
vor dem Training und ganz besonders eben auch nicht im Training. Das heißt, das ist das Erste. ERAs machen Sinn, absolut. Vor dem Training, im Training, super. Und ganz besonders machen ERAs, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, ERAs zum Beispiel Sinn, wenn ihr eben länger trainiert, wenn ihr zum Beispiel Cardio macht, gefastet, wenn ihr zum Beispiel ins Training geht, morgens gefastet, ein hartes Workout schiebt und danach noch zum Beispiel wirklich länger Cardio macht oder irgendwie noch ein Fußballspiel habt oder stundenlang irgendwie was habt. Da würde ich tatsächlich sagen, dass ERAs als Getränk super sind. Ich würde, bevor ich irgendwie dann Wasser trinke oder so, wenn ich länger, würde ich tatsächlich dafür sorgen, dass meine Aminosäurenspeicher gefüllt sind, aber eben nicht nur, ganz wichtig, nicht nur mit BCAAs, das reicht nicht. Ihr braucht ein volles Aminosäurenprofil aus allen essentiellen und allen semi-essentiellen Aminosäuren mit drin und dafür habe ich praktisch die ERAs konzipiert, weil es eben was Frisches, was Leckeres ist, was man gerne trinkt und eben, jetzt werden wieder alle schreien Werbung, nein, ich habe es genau dafür gemacht, weil es einfach eine super Sache für zwischendurch ist, was super schmeckt wie so ein frisches Erfrischungsgetränk, aber ihr versorgt eben den Körper, um die Muskulatur zu schützen mit allen semi-essentiellen und essentiellen Aminosäuren. Dafür absolut, da würde ich schon mal so einen Haken geben. In diesem Fall, bei einem längeren Training, absolut essentielle Aminosäuren, ja. Kommen wir zu dem Punkt, Leistung verbessern durch Kohlenhydrate im Training. Wie gesagt, viele haben dann irgendwie spezielle Vitago oder andere Kohlenhydratsorten, die sehr, sehr schnell vom Körper praktisch aufgenommen werden. Für wen könnte das vielleicht sinnvoll sein? Meiner Meinung nach, wenn ihr das Training beim Training auf Leistung setzt, wenn es euch wichtig ist, irgendwie ihr seid Powerlifter oder ihr wollt wirklich Leistung bringen und jeder kennt es, wenn ihr startet mit dem Training, hat man natürlich mehr Power, die Speicher sind gefüllter und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr die Carbs 2, 3, 4, 5 Stunden vorher gegessen habt, selbst am Tag vorher, wenn ihr die Kohlenhydratspeicher gefüllt habt, sind sie im Training voll. Ihr müsst nicht akut dafür sorgen, dass die Speicher voll sind. Ihr müsst auch nicht vor dem Training für volle Speicher sorgen. Das müsst ihr nicht. Die Kraft ist da, wenn ihr anfangt. Es ist aber auch so, dass wenn ihr länger trainiert, natürlich die Speicher geleert werden und ihr werdet schwächer und schwächer zum Ende des Workouts hin. Und wie gesagt, wenn ihr Leistung bringen wollt, am Ende des Workouts noch, wenn ihr wirklich irgendwelche Hochleistung bringen wollt, wenn ihr Fußballer seid, wenn ihr irgendwie einen Leistungssport macht und einfach leistungsvoll eure Leistung halten wollt, ist es sinnvoll, ein paar Carbs im Training zu konsumieren. Braucht ihr dafür irgendwelche Intra Workout, irgendwelche Vitago, irgendwelche Geschichten, die sind okay, aber ihr könnt auch ein bisschen Traubenzucker nehmen. Das ist das Gleiche für den Körper, es ist absolut genau das Gleiche. Ihr könnt aber auch vor dem Workout eine Banane essen. Ihr könnt auch ein paar Trockenpflaumen essen. Es ist nicht so wichtig, akut jetzt. Ihr werdet dafür nicht sorgen. Das sind Speicher. Und wie gesagt, ihr könnt den füllen, der wird leerer. Und wie gesagt, im Training würde ich dann wahrscheinlich nichts essen und da machen tatsächlich ein paar schnell verdauliche Kohlenhydrate Sinn. Aber eben nur, und das jetzt, hört mir bitte genau zu, nur für die Leute, die Leistung bringen wollen. Wir, die Muskulatur aufbauen wollen. Ich möchte eben genau das nicht. Ich möchte nach hinten hin Leistung verlieren. Ich fange eben mit den schweren Übungen an. Ich möchte mit dem Training nicht Rekorde brechen, sondern ich möchte meinen Körper bis ans Limit bringen, bis ans Leistungslimit. Ich möchte K.O. sein nach dem Training und ich möchte eben dieses K.O.-Werden nicht unterbrechen mit Kohlenhydraten. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte so trainieren, dass ich platt bin und danach möchte ich den Körper mit allem Möglichen versorgen, was er braucht. Danach gibt es Kohlenhydrate, danach gibt es eben Aminosäuren, danach gibt es alles, weil der Körper dann eben so K.O. ist und wie ein Schwamm und das Ganze aufsaugt. Es gibt nur einen Punkt, aber auch das ist nicht akut direkt nach dem Training, aber es gibt tatsächlich eine Art des anabolen Fensters, wo einfach der Körper aufnahmefähiger ist, weil ihr ihn eben so K.O. gemacht habt. Und das ist eben so der Post-Workout-Shake oder das Post-Workout-Essen. Das ist ganz wichtig. Nach dem Training ist der Körper sehr aufnahmefähig und deswegen solltet ihr nach dem Training, ihr nicht sofort, ihr verliert keine 10 Minuten oder ihr verliert nichts, wenn ihr das irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten später macht oder so. Nein. Aber ich möchte eben den Körper im Training fertig machen und danach möchte ich ihn zur Regeneration bringen. Diese Regeneration, Insulinpeak und so weiter, Insulin steigern, Blutzucker steigern, danach soll er regenerieren. Er soll nicht im Training schon regenerieren. Ich möchte ihn nicht immer die ganze Zeit, jetzt ist er K.O., okay, wieder ein bisschen, K.O., wieder ein bisschen. Ich möchte ihn bis ans Limit bringen. Deswegen ist für mich
für mich und für den Muskelaufbau meiner Meinung nach sind Kohlenhydrate im Training nicht sinnvoll. Absolut nicht. Lieber vor dem Training ein, zwei Trockenpflaumen, eine Banane oder einfach ein paar schnelle Zucker. Ich habe ja auch ein paar extra Rezepte sogar gemacht vor dem Training, die absolut Sinn machen, die eben Eiweiß enthalten und ein paar schnelle Kohlenhydrate, einfach ein bisschen. Ich würde wirklich empfehlen, irgendwo, weiß nicht, 10, 15, 20 Gramm schnelle Kohlenhydrate vor dem Training, ganz einfach verdauliche, damit die Power einfach da ist, damit ihr eure Speicher gefüllt habt, damit ein bisschen der Pump besser ist und so weiter. Absolut sinnvoll. Aber im Training will ich es eben nicht. Ich will die vorher aufladen und dann will ich den K.O. machen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Werdet ihr, wie gesagt, Leistung, es gibt tatsächlich Dinge, die das Training, was die Leistung angeht, verbessern. Citrullin ganz klar, Kreatin ganz klar, auch, wie gesagt, eine Mischung aus Arginin und so weiter, aber auch Stimulantien wie Koffein und so weiter, all das, was wir zum Beispiel im Pre drin haben, aber das müsst ihr nicht akut nehmen. Auch das ist etwas, was ihr vor dem Training nehmt, um wirklich einfach, damit der Körper das aufnimmt, damit der Körper das dann umsetzen kann. Kreatin ist wurscht, wann ihr es nehmt, da ist völlig egal, ob vor dem Training, ob im Training, ob nach dem Training. Ich würde es immer nach dem Training aufnehmen, weil ihr eben einen Insulinpeak habt, weil der Körper der aufnahmebreiter ist. Ihr braucht nicht ganz so viel Kreatin. Kreatin arbeitet einfach besser mit Kohlenhydraten nach dem Training zum Beispiel. Deswegen ist es auch im Post drin, nicht im Pre. Aber wie gesagt, es gibt Sachen, die euer Training verbessern, aber die müsst ihr nicht im Training nehmen. Es muss nicht Intra Workout genommen werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, Mineralstoffe und so weiter, gleiches Thema wie bei den essentiellen Aminosäuren. Wenn ihr lange trainiert, wenn ihr irgendwo einen Marathon lauft, wenn ihr Fußball spielt, ist es tatsächlich sinnvoll, euren Mineralstoffhaushalt sozusagen ein bisschen auszugleichen. Da ist so ein Mineralgetränk gar nicht schlecht oder ERAs, ein paar Mineralstoffe rein zum Beispiel oder so. Aber wie gesagt, nur wenn ihr lange trainiert, diese Stunde, ich sag mal 50 Minuten bis 70 Minuten, unglaublich intensives, hartes Workout, da passiert nichts, wenn ihr eure Mineralstoffe nicht in der Zeit sofort irgendwie reinspült. Auch die essentiellen Aminosäuren. Da muss nichts. Dieses Training ist so ein kurzer Zeitraum. Wir sind gefüllt, wir haben das Ganze. Ihr müsst natürlich auf eure Mineralstoffe achten, auf eure Vitamine, aber nicht im Workout. Das wird euer Workout kein Stück verbessern. Überhaupt nicht. Und deswegen auch das muss nicht Intra-Workout im Bodybuilding-Workout sein. Wie gesagt, eine andere Sache, wenn ihr da irgendwie Radrennen oder irgendwas macht, da solltet ihr natürlich schon schauen, dass ihr so ein bisschen irgendwie so ein Mineralstoffgetränk oder sowas Intra-Workout habt. Super. Da würde ich tatsächlich, wenn ihr irgendwie länger Sport macht, ERA mit ein bisschen Mineralstoffen und euch mischen und so weiter, super. Oder ein gutes Mineralwasser, was gut mineralisiert ist, passt auch alles super. So, deswegen Intra-Workout Supplements. Braucht man die? Nein. Sind sie sinnvoll? Jein. Für wen sind sie sinnvoll? Mit Kohlenhydraten eher für leistungsorientierte Sportler. Ansonsten für alle Leute, die eher Muskeln aufbauen wollen. Schaut insgesamt, dass eure Aminosäurenspeicher, dass eure Eiweißspeicher vor dem Training gefüllt sind. Ansonsten, wenn sie es nicht sind, nehmt vorher ruhig ein paar ERAs oder auch im Training ein paar ERAs. Wenn ihr sowieso was Süßes, irgendwie was Leckeres trinken wollt im Training, ERAs sind super. Ansonsten nach dem Training ist der einzige akute Punkt, der einzige zeitlich akute Punkt, wo ich wirklich sagen würde, das bringt was, wenn ihr nach dem Training wirklich fast alles deckt, was so der Körper braucht, egal ob es essentielle Aminosäuren sind, Leucin besonders, Kohlenhydrate, Zink und, um einfach für eine bestmögliche Regeneration zu sorgen, damit wir eben Muskeln aufbauen nach dem harten Workout. Und im Workout wollen wir den Körper einfach völlig K.O. machen. Das ist so mein Grundsatz und deswegen Intra-Workout-Supplements für mich als Einzelperson nicht unbedingt das Beste und deswegen, genau aus diesem Punkt, habe ich sie nicht im Sortiment und habe eben nur meine ERAs, die für mich auch irgendwo Intra-Workout sind, wenn ich ein längeres Workout mache. So, meine Freunde, ein bisschen Werbung, aber viel, viel, viel mehr Informationen. Ich hoffe, ihr konntet daraus was ziehen. Ich finde es ein super spannendes Video, weil sehr, sehr viele gefragt haben, Simon, was soll ich im Workout nehmen? Trinkt Wasser. So, meine Freunde. Ansonsten abonniert den Channel, bleibt dabei. Ich hoffe, solche Videos gefallen euch. Schreibt unbedingt runter Kommentare. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr den Shop, wie gesagt, so leer kauft. Wir sind bei allem on Stock, außer beim Post. Da kommt der Post 2.0 jetzt sehr, sehr bald. Der wird absolut genial. Könnt ihr euch darauf freuen. Und ansonsten, ja, Instagram, Facebook vorbeischauen. Besten Supplements, Body Nutrition, besten Labour und BRP Wear. Bis dahin, euer Simon.